Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Draußen scheint die Sonne. Ich habe heute ausnahmsweise mal frei. Ihr seht, ich bin im Wohnzimmer und ich habe daher natürlich auf jeden Fall mal die Gelegenheit genutzt, heute wieder ein Pfeifenvideo herzustellen. Da es draußen aktuell noch recht laut ist, verzichte ich heute auf ein Tabak-Review, sondern ich möchte euch stattdessen eine Pfeife vorstellen. Konkret geht es um dieses schmucke Stück hier. Ganz recht, es ist dieses Pfeifchen und wenn man die Pfeife generell erstmal so sieht, wird man sich denken, gut, ist halt eine Band, ja, eine sandgestrahlte Band. Aber diese Pfeife hier ist sehr viel mehr als bloß eine sandgestrahlte Band. Es ist meine einzige Oldenburg-Pfeife, die ich habe. Oldenburg wurde, wenn ich es noch recht in Erinnerung habe, im 19. Jahrhundert gegründet, war zunächst eine reine Tabakwarenfabrik. Da wurden Tabake hergestellt und die waren damals auch führend, was Pfeifentabak angeht. Und ich glaube, meines Wissens ging das Ganze bis zum Ersten Weltkrieg, dass Oldenburgs Tabake Weltruf hatten. Es war immer ein Traditionsunternehmen, es war immer ein Familienunternehmen, wurde dann immer wieder mal aufgekauft, dann wieder von der Familie zurückgekauft, dann kam die Pfeifenproduktion dazu. Irgendwann hat man sich dann überlegt, wir pfeifen auf die Tabakproduktion, wir stellen nur noch Pfeifen her. Ach, Oldenburg, sorry, mit Oldenkott. Und die Pfeife habe ich mir vor Jahren auf eBay besorgt. Die hatte mir von Anfang an gut gefallen. War halt ein simples, schlichtes Shape, wie es halt auch für die damalige Zeit üblich war. Da gab es noch nicht diesen ganzen Firlefanz drumherum. Die ganzen Applikationen, die mir zwar teilweise auch sehr gut gefallen, zugegebenermaßen. Doch ich liebe halt auch Pfeifen wie diese hier, die einfach durch ihre Schlichtheit glänzen. Das Mundstück, kann man hier ganz gut sehen, ist flach gearbeitet. Die Auffächerung ist nicht ganz so breit, wie ich es bei anderen Pfeifen erlebt habe, aber wenn man halt hier schaut, es verjüngt sich halt. Und von daher kann man die Fächerung hier nicht allzu breit machen, sonst wird das Mundstück einfach nur zu weich. Man kann es bequem zwischen die Zähne klemmen. Der Hänger hängt bombenfest. Mein Ding ist es trotzdem nicht. Ich rauche aus ihr hier primär Virginia Burleys, also wirklich naturnahe Tabake. Einfach nur, gut, das ist Spleen, müsste nicht unbedingt sein, aber es ist halt nun mal eine Fullband. Und saucierte Tabake, also sprich Aromaten und Hocharomaten, neigen halt nun mal dazu, entsprechend schnell zu sottern, wenn man Pech hat, durch die Feuchtigkeit im Tabak. Und ich habe keine Lust, hier jedes Mal einen Pfeifenreiniger durchführen zu müssen, um halt eben das Kondensat aus dem Mundstück oder aus dem Holm zu saugen. Von daher rauche ich hier lieber naturnahe Tabake draus. Die lassen sich entsprechend trocken rauchen. Da habe ich hiermit null Probleme. Die Kopfbohrung knapp über das erste Glied und sie sitzt bombenfest. Das heißt, wir haben hier eine Pfeife von einem mittleren Fullvolumen, kein gut mittleres, auch kein knapp mittleres, sondern wirklich ein mittleres Volumen. Und hier raus raucht man so im Schnitt, also ich zumindest, eine Stunde etwa.
Je nachdem, welchen Tabak ich eingebracht habe, je nachdem, wie fest ich ihn eingebracht habe, so zwischen 50 und 60 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger, in seltenen Fällen weniger. Aber so um eine Stunde kann man rechnen, Rauchvergnügen. Und ein Vergnügen bereitet diese Pfeife auf jeden Fall. Wer mich kennt und wer meine Raucheigenschaften kennt, der wird sich jetzt natürlich fragen, Oldenkott und Lars, das passt doch nie im Leben zusammen. Ja, ich weiß, die meisten Oldenkott-Pfeifen, die ich jetzt sehen konnte, auch auf eBay, die werden grundsätzlich ohne Filter angeboten. Die Pfeife im Übrigen auch. Diese Pfeife ist eine filterlose Pfeife. Ofi. Tja, was tun, sprach Zeus und ließ es sein? Nö, ich nicht. Ich bin dahergegangen, habe einfach mal die Pfeife etwas genauer angeschaut und vor allem hier den Zapfen angeschaut. Dann bin ich mit der Schieblehre dahergegangen, habe mal gemessen, wie groß ist der Außendurchmesser von diesem Zapfen. Und habe dann festgestellt, das schau her, da geht noch was. Also, ich habe eine große Standbohrmaschine, 6 mm Bohrer eingespannt und habe aus meiner einstigen Ofi-Pfeife, zumindest, müssen wir ein bisschen auf die Sprünge helfen, aber aus der einstigen Ofi-Pfeife zumindest eine 6 mm gefilterte Pfeife gemacht. Jetzt passen 6 mm Filter rein, ich habe es genau ausgemessen, hat wunderbar geklappt. Die bislang einzige Pfeife, zugegebenermaßen, die ich aufgebohrt habe. Es war natürlich riskant, aber wie ihr sehen konntet, es hat 1A funktioniert. Die Bohrung saß genau mittig und seitdem rauche ich sie mit 6 mm Filtern vom White Elephant. Ein Rauchvergnügen vor dem Herrn. Das war's auch schon soweit von mir für heute. Oldenkott, eine tolle Pfeife. Da unten, Kommentarfunktion. Ich weiß, dass der ein oder andere von euch mit Sicherheit so eine Oldenkott-Pfeife hat. Jetzt vielleicht nicht unbedingt diese spezielle Pfeife hier, aber bestimmt eine Oldenkott. Wenn man das Glück hat, so eine alte hier zu schießen, das hat schon was. Und ich denke mal, nicht nur Ralf wird seine Freude hieran haben. Von daher, Kommentarfunktion ist ja da. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt mir gewogen. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf diesem Kanal hier. Happy Puffing und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.